hear this. Harem Scarum oder auch Harem Holiday, allgemein als der schlechteste Elvis-Film aller Zeiten bezeichnet. Aber war er das wirklich? Gleich nach dem Intro geht's los. Elvis Presley. Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich bin Gerd von In Elvis Veritas zu einer neuen Ausgabe. Heute beschäftigen wir uns mit einem Elvis-Film. Bevor wir einsteigen in das Video, denkt daran, wer es noch nicht getan hat, ein Gefällt mir, ein Abo und auf die Alarmglocke drücken, ihr verpasst nichts mehr. Also, seid dabei. Jetzt zum Video. Ich wurde immer schon mal von euch angeschrieben und ihr habt gesagt, Mensch, mach doch mal was über einen Film. Habe ich tatsächlich bisher so gut wie gar nichts noch gemacht. Ja, auch ganz bewusst. Aber jetzt habe ich mir natürlich gleich einen ganz besonderen Elvis-Film rausgesucht, nämlich Harem Scarum oder auch Harem Holiday, der europäische englischsprachige Titel, oder Verschollen im Harem, der deutsche Titel dieses Elvis-Films aus dem Jahr 1965. Es hätte ein großartiger Film werden können, warum es aber dennoch kein großartiger Film wurde, aber vielleicht doch ein besserer als so mancher dachte, das möchte ich euch jetzt in den nächsten Minuten zeigen. Die Idee für diesen Film ging zurück auf einen absoluten Filmklassiker aus der Stummfilmzeit, aus den 1920er Jahren. Rudolph Valentino, ein berühmter Schauspieler, hatte im Jahr 1921 einen absoluten Kinoknüller gedreht. Der Film hieß The Sheik oder auch Der Scheich. Und dieser Film war ein internationaler Erfolg und Elvis kannte diesen Film. Und als man ihm das Skript, das Drehbuch vorgestellt hatte und auch ganz bewusst darauf hingewiesen hat, dass das so ähnlich sei wie The Sheik mit Rudolph Valentino, war Elvis begeistert. Er war so begeistert, dass er sogar seinen Turban und sein Outfit nicht nur während der Dreharbeiten anzog, sondern eben auch, als er nach Hause ging und zum Abendessen und so weiter. Also er ging voll in dieser Rolle auf, bis er merkte, dass der Film Harem Scarum, den er gerade dreht, eigentlich mit The Sheik nicht wirklich groß was zu tun hat. Ich bin der Scheich von Arabien. Der Film handelte nämlich davon, dass der Scheich, gespielt von Rudolph Valentino, mit einer Prinzessin in der Wüste zusammenkommt. Der Film hat eine sehr komplexe Handlung, er ist spannend, er hat eine Romanvorlage, in der es sogar eine Vergewaltigung vorkommt, die man im Film natürlich nicht gezeigt hat, beziehungsweise die man dem Hauptdarsteller nicht hat machen lassen. All das ist natürlich in Harem Scarum überhaupt kein Thema, sowas hätte auch Colonel Tom Piker überhaupt nicht zugelassen. Ja, und diese Vorlage von The Sheik wurde quasi so gut wie gar nicht umgesetzt. Wir finden nur einzelne Elemente, die wir vergleichen können, eben den Scheich oder einen westlichen Mann, der in der Wüste unterwegs ist, also das ist so ein bisschen das, was man in Harem Scarum übernommen hat. Eine weitere Top-Voraussetzung für diesen Film waren die Requisiten. Denn man bediente sich im Studio tatsächlich der Kulissen von Cecil B. DeMille's Epos aus dem Jahr 1927, King of Kings. Ein Film, der die Geschichte von Jesus von Nazareth erzählte. Und es war wie die meisten Filme von Cecil B. DeMille, ein absoluter Klassiker, 2,5 Stunden lang. Stummfilm natürlich, 1927, aber die Kulissen waren alle noch da und man verwendete sie im Film Harem Scarum. Ja, ein weiterer Pluspunkt waren die Schauspieler, die mitwirkten. So haben wir es zum Beispiel mit der Sängerin, Tänzerin Fran Jeffries zu tun. Der Name ist heute nicht wirklich ein Begriff, aber sie war zum Beispiel in dem Film The Pink Panther, ein absoluter Welterfolg, mit dabei und hat in dem Film auch gesungen. Kilo sa, well, I guess that I
Des Weiteren war als Co-Schauspieler dabei Michael Ansara, ein gebürtiger Syrer, der allerdings in den USA lebte und dort auch eine tolle Karriere hinlegte als Schauspieler. Er war in etlichen TV-Specials, in Fernsehserien mit dabei, unter anderem auch in der Originalserie von Star Trek, wo er einen klingonischen Commander spielte. Man bot ihm immer wieder Rollen an, wie beispielsweise Indianer oder eben orientalische Filmrollen. Aufgrund seines Aussehens glaubte man, dass das zu ihm passt, und er war ein gefragter Schauspieler. In Harum-Scarum auch dabei war Billy Barty. Billy Barty war ein kleinwüchsiger Schauspieler, der meistens wie das damals üblich war, in komischen Rollen auftrat. Das sieht man heute natürlich wesentlich kritischer und würde man so wahrscheinlich gar nicht mehr drehen. Aber Billy Barty hat natürlich auch mit dieser Rolle, es war übrigens die zweite Rolle in einem Elvis-Film, auch nicht schlecht verdient. Die erste Rolle, in der er dabei war, wo man ihn allerdings nur ganz kurz sieht, war in Roustabout, und dort wurde er auch nicht extra aufgelistet, wohl aber in Harum-Scarum. Ja, und natürlich war Mary Ann Mobley mit dabei. Mary Ann Mobley war die Miss Amerika des Jahres 1959 gewesen, und sie trat bereits ein Jahr vorher in dem Film Girl Happy zusammen mit Elvis auf und hatte jetzt sozusagen die Hauptrolle, die weibliche Hauptrolle in Harum-Scarum, die sie ohne großes Anforderungsniveau spielte. Wir haben ein schönes Interview von Mary Ann Mobley, wo sie sich genau dazu äußert, wo sie zum einen sagt, dass Elvis ein guter Schauspieler war, der leider selten Gelegenheit hatte, um nicht zu sagen gar nicht, dieses Talent auch mal wirklich zu zeigen. Und dann sagt sie natürlich, wir spielten ja eigentlich nicht wirklich eine Rolle oder wir drehten nicht wirklich einen Film, wir hatten einfach nur Spaß, und das ist genau so das, was die Elvis-Filme eben auch für uns Zuschauer so wirken lässt, diese doch eher belanglosen Filme, und Mary Ann Mobley bringt es hier gut auf den Punkt. You know, he was a great actor. I'm sorry that all of you, all of us, didn't get to see what a great actor he really could be. You know, but you can't call that real acting. You know, we were just having fun. Man muss allerdings dazu sagen, dass Elvis wenig Spaß an dem Film hatte, wie wir wissen, denn Elvis, ich habe es vorhin erwähnt, war enttäuscht, dass er nicht diese Vorlage von The Sheik mit Rudolph Valentino spielen durfte, denn genau das hätte ihm gefallen. Er wollte ja immer mal eine große dramatische Rolle spielen, das wurde ihm leider einmal mehr verwehrt. Stattdessen, wie er es selbst nannte, hat man ihn wie einen Blödel durch den Film laufen lassen, der also in einem Planschbecken mit einer komischen Haube auf dem Kopf hier irgendwelche Leute zur Strecke bringt. Also das ist schon sehr gewöhnungsbedürftig, das muss man deutlich so sagen. Ja, all das hat dazu beigetragen, dass der Film eigentlich hätte großartig werden können. Warum es aber dennoch nicht wurde, das möchte ich euch kurz mal meine Gedanken dazu darlegen. Aus meiner Sicht leidet der Film unter einem Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, dass er nicht weiß, was er sein soll. Soll er ein dramatischer Film sein oder soll er eine Komödie sein? Er mischt beide Elemente zusammen und das Ganze wird noch gefüttert mit, ich sage jetzt mal, unterdurchschnittlichen und ziemlich belanglosen Elvis-Songs. Und das ist das, was diesen Film eigentlich nach unten drückt, denn die Handlung an sich ist gar nicht mal so schlecht. Es geht ja darum, dass ein König ermordet werden soll. Man will Elvis dazu, der Johnny Tyrone, amerikanischer Filmschauspieler, man entführt ihn, man will ihn dazu bringen, dass er diesen König umbringt, weil er eben diesen Karateschlag kann, den man gleich in der ersten Szene im Film sieht, wo er also, was ein bisschen lächerlich natürlich ist, einen Leoparden mit einem Karateschlag besiegt. Nun, wie dem auch sei, das ist der Grund, warum man ihn dazu bringen will, den König umzubringen, und er verliebt sich in die Tochter und so weiter und so weiter. Die Handlung muss ich jetzt, glaube ich, nicht näher ausführen. Die meisten von euch kennen den Film, vermute ich mal, sowieso. Ja, und von daher hat man nichts draus gemacht. Man hätte hier wirklich sehr, sehr viel mehr draus machen können, wenn man sich entschieden hätte, entweder den dramatischen Weg zu gehen, dann passen aber die Songs nicht hinein, zumindest nicht in der Art, wie sie sind, oder man geht den ganz anderen Weg, man geht den Weg einer Komödie.
Colonel Tom Piker hatte vorgeschlagen, ein sprechendes Kamel auftreten zu lassen. Heute kann man oft lesen und hören, das hätte dem Ganzen gar die Krone im negativen Sinne aufgesetzt. Auch der Produzent des Films war Sam Katzman im Übrigen, der King of the Quickies. Er war überhaupt nicht begeistert, ja, aber ich sage jetzt mal, wäre man den Weg einer Komödie gegangen, hätte das sprechende Kamel wunderbar hineingepasst. Und dann hätte man diesen Film ganz anders aufziehen können und man hätte natürlich mehr Gags gebraucht, denn der Film ist, wie ich schon sagte, eine Mischung aus Drama und Komödie und beides funktioniert nicht. Für das Drama ist die Handlung zu schwach, da gehört einfach noch mehr rein und vor allem gehört es sich besser gefilmt, was man nicht gemacht hat, und für die Komödie hätten noch mehr Gags reingehört. Es sind Gags drin im Film natürlich, aber man hätte noch mehr Gags einbauen müssen, gute Gags, und ich bin mir sicher, es hätte funktioniert und das sprechende Kamel wäre dann vielleicht sogar eine Bereicherung für diesen Film gewesen. So hat man es aber verpasst. Und man hat eben ganz einfach versäumt, diesen Film in eine richtige Richtung zu bringen. Und man hat eben einen gewöhnlichen Elvis-Film draus gemacht und hat das Kapital, das man hatte für diesen Film, meiner Meinung nach verschenkt. Ja, kommen wir zum Soundtrack. Ja, was ist zum Soundtrack zu sagen? Der Soundtrack wurde im Februar 65 innerhalb von 3 Tagen aufgenommen. Eigentlich hätte man nur 2 Tage gebraucht. Den ersten Abend schaffte es Elvis aber, weil er so schlecht vorbereitet war, nicht mehr als einen einzigen Song aufzunehmen, Shake That Tambourine. Rings on the fingers, bells on the toes. They make music wherever they go. Pound that little drum now, tap it with your thumb. Shake, shake a little tambourine, shake a ring, a jing-a-ling-a-ling. Shake, shake one little dancing queens, that tambourine, that tambourine. Das war der einzige Song, der sozusagen klappte an diesem Abend, und die ganzen anderen Songs wurden dann in den beiden Folgetagen aufgenommen, zu denen Elvis dann einigermaßen vorbereitet ins Studio kam. Hinzu kam noch, dass ein schwerer Schneesturm im Februar über Nashville herrschte und man hatte Mühe, überhaupt ins Studio zu kommen, und Ralf Strobel, das war der Oboe-Spieler. Man hat extra eine Oboe und eine Flöte angeheuert für diese Soundtrack-Session, um diesen orientalischen Touch reinzubekommen in den Film. Ralf Strobel saß den ersten Abend zum Beispiel nur rum, wie er in einem Interview erklärte, weil eben nichts zu tun war. Es kam nur Shake That Tambourine und in diesem Song kommt keine Oboe vor. Erst dann an den nächsten beiden Tagen kam er dann zum Einsatz. Interessant ist auch, dass die Acetate von den Songs vorgespielt wurden. Das wäre mal interessant, die zu hören. Ja, und aufgrund dessen wurden die Songs dann in einem Eilverfahren aufgenommen. Elvis schien ziemlich unmotiviert, aber er war natürlich freundlich und höflich wie immer, berichtet Ralf Strobel, und was ihn besonders beeindruckte, waren die weiblichen Fans, die bei der Kälte und bei dem Schnee draußen ausharrten, bis die Aufnahmesession zu Ende war. Also das war 1965 immer noch so, dass Elvis hier eine Traube von weiblichen Fans anlockte, wenn er im Studio war und dort eine Aufnahme machte. Was ist zu den Songs selbst zu sagen? Meiner Meinung nach sind fast alle Songs deutlich unterdurchschnittlich. Das hat mehrere Gründe. Zum einen sind die Songs nicht wirklich gut. Zum anderen sind sie auch, wie ich finde, schlampig produziert. Wenn man bedenkt, dass wir es mit Nashville Studio B zu tun haben, einem Studio, in dem Elvis so großartige Aufnahmen wie das Elvis is Back Album aufgenommen hat, oder eben auch die Aufnahmen zu That's the Way It Is, oder dann später die Aufnahmen noch von 1971, alle im Studio B aufgenommen. Ein großartiges Studio mit tollem Equipment, muss man sagen, das ist absolut enttäuschend, was hier abgeliefert wird. Ich kann es mir eigentlich gar nicht wirklich erklären. Auch die Soundqualität besticht nicht wirklich. Also man hat hier wirklich das Billigste vom Billigen genommen, um diese Songs so schnell wie möglich auf Band zu bringen und auf Platte pressen zu können. Dass die LP dennoch einen Platz 8 in den Billboard-Charts in den USA errang, gleicht für mich fast schon an ein Wunder, wenn man bedenkt, welch schlechte Qualität hier abgeliefert wurde.
Die einzigen Songs, die ich erwähnen möchte, wo es sich wirklich lohnt, ein bisschen darauf einzugehen, sie vielleicht auch ein bisschen ausführlicher zu hören, das ist So Close Yet So Far from Paradise, wie ich finde, eine großartige Ballade, die auch ganz anständig produziert ist und von Elvis auch Engagement abfordert, und man hört auch, dass er bei dem Song voll dabei ist. Oh, here am I, waiting for you. Here am I, praying for you. Here am I. Und dann noch die 2 Bonus-Songs, die im Film nicht verwendet wurden. Animal Instinct, eine interessante Nummer. Wenn man die etwas besser produziert hätte, wäre das ein richtiger Knüller geworden. It's animal instinct. Und Wisdom of the Ages, auch eine Ballade, die man gut hören kann. Beide Songs wurden im Film nicht verwendet, warum auch immer. Möglicherweise waren sie schlicht und einfach zu gut. But the man who turns and escapes somehow is the wisest of men. Ja, schreibt in die Kommentare rein, was ist euer schlechtester Elvis-Film? Ich werde auch demnächst hier in Community auf meinem Kanal eine Umfrage reingeben, wo wir uns ein bisschen mehr jetzt mit Elvis-Filmen und Soundtracks beschäftigen, und da könnt ihr natürlich abstimmen, könnt ihr eure Lieblings-Soundtracks, eure Lieblingsfilme wählen. Das wird demnächst kommen. Ja, ich danke euch wieder für euer Interesse, toll, dass ihr mit dabei wart. Nächste Woche werde ich in Bad Nauheim sein, beim Elvis Tribute Artist Weekend im Dolce Hotel, und ich werde mit Sicherheit mich mal melden, vielleicht live sogar. Es wird aber definitiv ein Video über dieses tolle Ereignis geben. Lasst euch einfach überraschen. In diesem Sinne, Dankeschön, ciao und servus, euer Gerd, bleibt gesund, long live the King.